Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Frieden zwischen Real Madrid und der UEFA. Frieden zwischen Florentino Perez und Alexander Ceferin und Nasser Al-Khelaifi. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das einmal auf diesem Kanal sage. Doch während es für einige die größte Niederlage in der Ära von Florentino Perez ist es für andere ein historisches Abkommen zwischen Real Madrid und der UEFA. Ja, was da alles passiert ist, die Informationen, der letzte Stand, meine Meinung zu dem Thema, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, bevor wir gleich zu dem Hauptthema kommen, da habe ich eine Menge Material für euch. Zunächst einmal meine Gratulation an Real Madrid Castilla. Die Jungs haben es in der Premier League International Cup, diesem Turnier, von dem ich euch oftmals auf diesem Kanal schon erzählt habe, in die nächste Runde, in die K.O.-Runde geschafft. Ich zeige euch die Endtabelle. Die Jungs von Real Madrid Castilla hatten ja ihre Spiele im Dezember schon absolviert. Sie mussten auf die anderen Ergebnisse warten. Die anderen Ergebnisse waren gut für Real Madrid Castilla. Wir qualifizieren uns als Top 2 in die K.O.-Runde dieses Turniers. Ihr wisst, wie das funktioniert. Mannschaften aus der Premier League spielen gegen andere Mannschaften, die international eingeladen werden. Real Madrid Castilla spielt zum ersten Mal mit und schafft es direkt in die K.O.-Runde. Die Lorbeeren gehören aber auch noch Álvaro Arbeloa. Das waren alles Ergebnisse, während er noch Trainer von Real Madrid Castilla war. Seit er weg ist, gab es keinen einzigen Sieg mehr. Also so schlecht als Trainer kann er irgendwie doch nicht sein. Zumindest spürt Real Madrid Castilla die Folgen. Wie dem auch sei, ich drücke den Jungs natürlich die Daumen. Wenn es da Neuigkeiten gibt, seid ihr auf diesem Kanal die Ersten, die informiert werden. Ja, kommen wir dann auch noch kurz zu dem Spiel in Valencia. Real Madrid hat dort 2:0 gewonnen, mehr oder weniger, eher weniger überzeugend. Aber es gibt ein Nachbeben für Valencia. Sie haben nicht nur im sportlichen Sinne verloren, sondern wieder auch einmal im Fansinne. Ich sag es immer wieder. Es fällt mir schwer, Fans von Valencia zu verteidigen. Wir müssen uns aber vorstellen, Valencia hat eine der größten Fangemeinschaften in Spanien. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren. Aber was man sagen kann, es gibt einen großen Teil an asozialen, ekelhaften Menschen, die ins Mestalla-Stadion gehen. Ja, diese Erfahrung hat Vini Junior vor allem in den letzten Jahren machen müssen und wir mit ihm. Ihr wisst, ich habe den Rassismus insbesondere schon oft angesprochen auf diesem Kanal. Aber selbst wenn ein Vini Junior nicht da ist, ich dachte immer, Vini Junior ist schuld. Er ist doch der Provokateur. Er ist doch der Grund, warum Real Madrid beleidigt wird. Vini ist doch schuld. Vini war auch schuld, bevor er überhaupt ins Stadion gegangen ist, dass die Fans schon auf dem Weg den Bus mit Steinen beschmissen haben, ihn rassistisch beleidigt haben. Das war alles Vinis Schuld. Also können wir davon ausgehen, wenn Vini nicht mit dabei ist, dass das ein friedliches Spiel, ein friedlicher Abend in Mestalla wird. Ja, es war natürlich anders, ist natürlich alles Quatsch. Die Menschen, die sind die Verursacher und die sind schuld. Und der Beweis ist wieder abgeliefert worden. Die Liga hat das in ihren Akten abgespeichert. Lesen wir uns das durch. La Liga verurteilt Beleidigungen gegen Real Madrid, Mbappé und Arbeloa in Valencia wegen des Gesangs "Du bist ein Kegel". Also für viele, die sich wundern, was bedeutet das, "Du bist ein Kegel"? Das hier ist gemeint. Jeder nennt es anders. Ich kenne das als Hütchen oder Absperrkegel. Nennt es, wie ihr wollt. Aber damit wurde Arbeloa beleidigt. Kylian Mbappé wurde noch anders beleidigt als Sohn einer. Ihr wisst schon was. Naja. Laut dem La Liga erstellten Bericht ereigneten sich diese Beleidigungen während des Spiels am Sonntag im Mestalla-Stadion zu 10 verschiedenen Zeitpunkten. Also der Artikel geht natürlich noch weiter, ihr könnt euch den komplett durchlesen, aber im Endeffekt gab es 10-mal, während die Liga das aufgeschrieben hat, aufgenommen hat, in die Akten genommen hat. Ja, ihr könnt euch ja vorstellen, wie die Dunkelziffer ist. Und das Ganze, wie gesagt, ohne Vini Junior. Da wird ein Kylian Mbappé, ein Arbeloa durchgehend beleidigt. Ja, ich habe nur eine Hoffnung.
Ich hoffe, die Liga zieht ihre Konsequenzen, dass die Valencia da treffen, wo es am meisten weh tut, nämlich im Portemonnaie. Das Stadion kann ruhig für einige Spiele gesperrt werden. Und das ist der Grund, warum viele Madridistas, mich eingeschlossen, ich gebe es gerne zu, sich wünschen, dass Valencia absteigt. Es tut mir leid für den Verein. Der ist ein Kultverein. Es tut mir leid für die Stadt. Ich war in Valencia, die ist wunderschön, die Stadt. Aber es tut mir nun mal nicht leid für diese Fans, ja, und für den Vorstand, der das zulässt. Während ein Vorstand zulässt, dass im Stadion so etwas passiert, haben sie kein Mitleid und meiner Meinung nach haben sie mindestens die zweite Liga verdient. Und an dem Tag, an dem die absteigen, ist das eine Freude, ist das eine Feier im Haus von Mario. Ja, wie dem auch sei, Schluss jetzt mit diesen Informationen. Ich lasse jetzt parallel noch ein bisschen das Training laufen. Unsere Jungs bereiten sich vor auf das Spiel gegen Real Sociedad. Ich habe euch schon gesagt, Real Sociedad ist wirklich in einer guten Verfassung. Gestern im Pokal auswärts im Derby gegen Athletic Bilbao gewonnen. Also mit denen ist nicht zu spaßen. Ja, und wenn wir die Leistungen der letzten Wochen von Real Madrid sehen, wenn sich diese Leistungen wiederholen, haben wir gegen Real Sociedad ganz einfach keine Chance. Ich hoffe, der gemeinschaftliche Teamabend hat etwas gebracht. Ja, wie dem auch sei, weg jetzt vom Fußball hin zum Institutionellen. Und was da passiert ist gestern, war der absolute Hammer. Ich habe es nicht kommen sehen. Aus dem Nichts veröffentlicht Real Madrid, die UEFA und der EFC ein Kommuniqué, in dem alle dreimal quasi das Gleiche drin steht. Lesen wir uns zunächst einmal die Variante von Real Madrid durch. Offizielle Erklärung. UEFA, European Football Clubs und Real Madrid erzielen eine Einigung zum Wohle des europäischen Vereinsfußballs. Nach monatelangen Gesprächen zum Wohle des europäischen Fußballs geben die UEFA, die European Football Clubs und Real Madrid bekannt, dass sie eine Grundsatzvereinbarung zum Wohle des europäischen Vereinsfußballs erzielt haben, die den Grundsatz der sportlichen Leistungen respektiert, die langfristige Nachhaltigkeit der Vereine betont und das Fanerlebnis durch den Einsatz von Technologien verbessert. Die Grundsatzvereinbarung wird, sobald eine endgültige Vereinbarung getroffen ist, auch dazu dienen, ihre Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Europäischen Super League beizulegen. Also, dieses Kommuniqué ist wie gesagt fast auf allen drei Plattformen identisch. Ja, und die erste Reaktion war, Florentino Perez hat verloren. Er ist eingebrochen und ist zurück zur UEFA gegangen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, sprechen andere von einem historischen Ereignis. Um ein bisschen Kontext in die Geschichte zu bringen, hören wir uns zunächst einmal an, was OK Diario gesagt hat. Eine historische Einigung zwischen der UEFA, Real Madrid und dem European Football Club, also zwischen UEFA-Präsident Ceferin, Real-Präsident Florentino Perez und Al-Khelaifi, dem PSG-Präsidenten, um einen Schlussstrich unter einen zu langen Kampf zu ziehen, der den wichtigsten Kontinentalverband und den Verein mit den meisten Europapokalen, Real Madrid, entzweite. Alles ist bereits besprochen, alles ist vereinbart. Nicht alles ist schriftlich fixiert, aber dieses Gentleman's Agreement soll den endgültigen Schlusspunkt hinter das setzen, was wir in den letzten Jahren als Super League kannten. Man wird nie wieder von diesem neuen Wettbewerb sprechen, aber das bedeutet nicht, dass Real Madrid verloren hat. Ganz und gar nicht, eigentlich genau das Gegenteil. Real Madrid hat profitiert und auch alle kontinentalen Vereine haben durch die Haltung gewonnen und durch die Initiative, die der Präsident der Königlichen, Florentino Perez, ergriffen hat. Alle Vereine verdienen heute mehr Geld mit den kontinentalen Wettbewerben, insbesondere mit der Champions League, und es gibt noch viel zu tun. Sowohl Real Madrid als auch die UEFA werden Hand in Hand arbeiten, damit der Fußball die Jugend immer mehr erreicht und um zu erreichen, dass die Champions League, der wichtigste kontinentale Wettbewerb, kostenlos und frei empfangbar ist. Das heißt, so wie die letzte FIFA-Club-Weltmeisterschaft, die in Spanien über DAZN und Mediaset zu sehen war, genau das will Real Madrid erreichen, dass der Fußball frei zugänglich ist, dass der Fußball kostenlos ist und jeden auf der Welt erreichen kann. Manche mögen sagen, dass Madrid heute verloren hat, aber im Gegenteil, Real Madrid und der europäische Fußball haben eine Schlacht gewonnen, damit in den nächsten Jahren alles fairer wird und die wirtschaftliche Verteilung und die Fans den besten Clubwettbewerb der Welt auf eine sauberere und legalere Weise genießen können.
Also, ihr habt es selber gehört. Okay, Diario sagt, wer denkt, Florentino Perez hätte verloren, der liegt sehr, sehr falsch. Denn nicht nur Florentino Perez, sondern alle europäischen Vereine haben durch Real Madrid gewonnen. Real Madrid hat immer gesagt, es kann nicht sein, dass die Vereine die ganze Arbeit leisten. Die Vereine liefern das Spektakel, die Vereine liefern die Stadien, die Vereine zahlen ihre Reisen, zahlen die Schiedsrichter, tragen alle Risiken etc. Und die UEFA, dafür, dass sie das Turnier organisiert und ein bisschen Werbung macht, kriegt den Großteil des Geldes. Das hat sich diese Saison schon mal geändert. Die Vereine bekommen wesentlich mehr Geld. Zum anderen hat Real Madrid auch gesagt, dass dieses veralterte Modell der Champions League zu langweilig ist. Es gibt zu viele unwichtige Spiele, uninteressante Spiele. Jedes Jahr ist die Audienz runtergegangen und Florentino Perez hat immer einen ganz großen Wert darauf gelegt, wir verlieren die Audienz des Fußballs. Die Jugend, die möchte heutzutage keine langweiligen Spiele mehr sehen, sonst gucken sie Football, NBA, TikTok, irgendwas. Die haben nicht mehr die Geduld wie früher, sich ein Roter Stern Belgrad gegen Anderlecht anzugucken als Beispiel und nichts gegen diese Vereine. Die sind in meinen Kopf eingefallen, weil das Vereine in Europa sind, die Kultur haben. Also bitte sieht das keiner als Beleidigung. Ja, und auch da hat sich ja etwas geändert. Wir haben ja, seit die Super League diesen Druck gemacht hat, diese neue Liga-Phase, wo ich auch sagen muss, es gibt viel mehr Spiele, wo die großen Mannschaften untereinander spielen. Also da hat sich schon was Positives geändert. Und laut vielen Quellen in Spanien hat ein Florentino Perez auch nur zugestimmt, weil die UEFA Versprechen gemacht hat, dass es so eine Plattform geben soll, wo der Fußball endlich gratis ist für alle Fans weltweit oder zumindest sehr günstig erreichbar. Ja, wir wissen, Florentino Perez hat gesagt, das Wichtigste ist, der Fußball muss gratis werden. Ein kleiner Junge in Afrika soll genauso die Chance haben, ein Real Madrid gegen ein Bayern München zu sehen, wie irgendein Europäischer, der gutes Geld verdient. Also, er möchte den Fußball an die ganze Welt wieder rausspielen, umsonst, damit der Fußball die nächste Generation an Fußballern, an Fußballfans heranwächst. Das ist natürlich das Beste, was den Vereinen, was der Ökokultur des Fußballs bringen kann. Ja, also, trotz alledem, das hört sich ja alles sehr, sehr positiv an, so nach dem Motto, Real Madrid hat das Ding hier gewonnen. Aber nein, ich bin da anderer Meinung. Hätte ein Real Madrid gewonnen, gäbe es keine Champions League mehr, da gäbe es eine Super League. Florentino Perez, das dürfen wir nicht vergessen, wollte zunächst einmal einen geschlossenen Wettbewerb machen, wie die Euroleague, wie die NBA, die NFL, wo die gleichen Mannschaften quasi nicht auf- und absteigen können. Als er dann auf großen Gegenwind gestoßen ist, fing die Super League an, sich zu öffnen und hat eine neue Variante gezeigt. Eine neue Variante, die mir viel besser gefallen hat. Da ging es um Fairness im Fußball. Ich finde, das sollte über allem stehen. Ist mir egal, ob ich Madrid-Fan bin, etc. Die Fairness im Fußball sollte immer gegeben sein. Für kleine Vereine genauso wie für große. Und ich glaube, die Schere wäre sonst noch viel größer geworden zwischen großen Vereinen und kleinen. Und jede Liga der Welt wäre irgendwann langweilig geworden, außer die Premier League. Ja, wie dem auch sei, dann hat sich die Super League ein bisschen geöffnet in einem Modell, was mir deutlich besser gefallen hat als die neue Champions League. Wie gesagt, das neue Modell der Champions League feiere ich nicht. Ich finde, man kann in einer Tabelle nicht bewerten, wenn man nicht gegen die gleichen Mannschaften gespielt hat. Ihr kennt meine Meinung, da hat aber auch jeder eine andere. Also, hat Florentino Perez hier gewonnen? Nein. Hat die UEFA hier gewonnen? Nein. Stand jetzt würde ich sogar sagen, die UEFA führt 1-0. Also formuliere ich das mal so. Für mich ist der Endstand noch nicht klar. Ich erkläre gleich warum. Aber Stand jetzt spielen wir eher das, was die UEFA will, als das, was Florentino Perez vorhatte. Warum sage ich jetzt, man wird sehen, wer im Endeffekt gewonnen hat? Oder, ja, wie es nun mal manchmal so ist bei so einer Schlacht, alle gehen Kompromisse ein, alle holen sich ein blaues Auge ab und am Ende geht man nach Hause und sagt, naja, es ist ein Kompromiss, ich bin zwar nicht 100% glücklich, aber mit dem Kompromiss kann ich leben. Ja, und ich glaube auch, dass da irgendwo in der Mitte die Wahrheit liegt.
Eine UEFA musste sich an den Tisch setzen, weil Real Madrid vor dem Europäischen Gerichtshof Recht bekommen hat und die UEFA auf 4,5 Milliarden Euro verklagen könnte. Also die UEFA, der blieb nichts anderes übrig, als mit Real Madrid sich an einen Tisch zu setzen. Und glaubt mir, das war einem Ceferin und einem Al-Khelaifi mit Sicherheit ein Dorn im Auge. Auf der anderen Seite musste ein Real Madrid auch mit der UEFA verhandeln, weil sie inzwischen die einzige Mannschaft in der Super League war. Alle anderen Mannschaften hatten die inzwischen verlassen. Die Premier League nach einem Tag, Juventus Turin irgendwann und Barcelona Laporta, als er gemerkt hat, so, ich profitiere nicht mehr davon, dann ist der abgereist. Ja, meine Frage ist, wie wird sich die Champions League jetzt entwickeln? Die Vereine bekommen bereits mehr Geld. Wir haben bereits ein neues Modell. Wird sich in Zukunft dieses Modell noch mehr ändern, noch mehr in Richtung das, was A22 vorgeschlagen hat, das größere öfter gegen größere spielen etc. Und vor allem wird es diese Plattform geben, die Florentino Perez so wichtig ist. Wenn das alles der Fall ist, wenn es eine Gratis-Plattform gibt, wenn die Ligaform sich noch ein bisschen ändert, dann kann ich mir vorstellen, dass ich am Ende sogar sage, hör mal, das war ganz gut für Real Madrid. Wenn nicht, wenn das jetzt alles nur so nach dem Motto ist, komm, keiner geht als Verlierer hier raus, wir geben uns alle die Hand und alles bleibt, wie es bis jetzt ist, dann ja, muss man das als Niederlage für Florentino Perez werten. Und das ist auch nicht schlimm, bin ich ganz ehrlich. Nur wer wagt, kann was gewinnen, nur wer etwas macht, kann auch verlieren. Es gibt Leute, die sitzen ihr ganzes Leben lang auf der gleichen Stelle, die werden nie eine große Niederlage, aber auch nie einen großen Sieg erfahren. Ich glaube, Michael Jordan war das doch, der gesagt hat, er hat so und so viele Würfe verworfen und dann so und so viele getroffen. Viel mehr verworfen, als er getroffen hat. Bei dem Florentino Perez sehe ich das anders. Der hat im Laufe seiner Präsidentenschaft bei Real Madrid viel mehr Treffer gelandet als Niederlagen. Es kann vielleicht die größte Niederlage für Florentino Perez sein. Das Ganze zeigt sich meiner Meinung nach aber erst in den nächsten Jahren. Ja, und ich bin gespannt, wie seht ihr das Ganze? Seht ihr das als Niederlage für Florentino Perez? Hat er klein beigegeben und ist zurück zur UEFA gekrochen? Oder seht ihr das als Niederlage für die UEFA, die an den Verhandlungstisch mussten mit ihrem Erzfeind, weil er sie vor dem Europäischen Gerichtshof geschlagen hatte, sie verklagen könnte und aufgrund von einem Verein müssen sie den ganzen Wettbewerb wechseln? Oder seht ihr es wie ich? Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und wer am Ende zu 60% oder 40% oder 55% eher das bekommen hat, was er will, das sehen wir erst in ein paar Jahren. Ich glaube, wie gesagt, im Endeffekt ist es ein Kompromiss. Beide haben ein blaues Auge kassiert, aber beide können mit dem Ergebnis leben. Naja, das ist zumindest meine Meinung, aber eure möchte ich gerne lesen in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so lieb, lasst ein Like auf diesem Video, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte macht das. Wir sind knapp vor den 25.000 und dann gibt's wie versprochen eine Überraschung. Bis morgen. ¡A la Madrid!